Also irgendwie hat uns Sophia jetzt auch noch nicht so richtig gepackt, denn es kommt kaum noch Wasser bei uns auf dem Hahn. Wir haben aber auch ein Paket hierhin bestellt, da gibt es schon Probleme mit der Zustellung. Heute trennen sich Markus und meine Wege. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind jetzt hier in Sofia angekommen auf einem Stellplatz. Ja, der ist jetzt noch etwas außerhalb, den haben wir uns ausgewählt, weil man hier gut Wäsche waschen konnte. Wir haben am Wochenende hier Wäsche gewaschen und getrocknet und so weiter. Heute soll es zu einem anderen Stellplatz gehen. Wir wollen uns natürlich die Stadt anschauen. Wir haben aber auch ein Paket hierhin bestellt und da haben wir schon die ersten Probleme. Das soll nämlich zu dem anderen Stellplatz gehen und da gibt es schon Probleme mit der Zustellung. Mal sehen, wie das ausgeht. Wir nehmen euch natürlich mit. Heute Morgen kriegte ich einen Anruf. Der bulgarische Fahrer eines Paketes, der hatte angerufen und mich dann bulgarisch angesprochen und ich habe natürlich nichts verstanden. Dann war zum Glück hier auf dem Campingplatz ein Bulgare, dem ich mein Handy in die Hand drücken konnte. Der hat dann den Anruf quasi übersetzt und gesagt, der Fahrer steht vor dem Camperstop, wo wir das Paket hingeschickt haben. Da ist aber niemand. Wir hatten vorher extra mit dem Typ, der diesen anderen Stellplatz betreibt, geschrieben, dass ob wir ein Paket hinschicken können. Da hat er gesagt, ja, kein Problem, uns auch die Adresse gegeben und so weiter. Und ja, wie gesagt, jetzt steht dieser DHL-Mensch da vorm Tor, keiner ist da. Jetzt habe ich da angerufen und habe den erreicht und er hat mir gesagt, ja, er ist gerade im Urlaub in Griechenland und es ist keiner da. Und wenn wir rein wollten, gibt er uns den Code fürs Gate. Aber das nutzt uns ja nichts, weil wir wollen ja nicht rein, sondern unser Paket. Und ja, er ist morgen Nachmittag wieder da und ich soll ihm die Tracking-Nummer geben. Dann würde er das Paket für uns abholen. Ich denke, jetzt werden wir erstmal selber versuchen rauszubekommen, wo man das Paket gegebenenfalls abholen könnte. Ich hoffe, es ist jetzt nicht gleich wieder auf dem Weg zurück nach Deutschland oder so. Ja, mal sehen, wie sich das jetzt regelt. Das ist alles sehr spannend, so ein Paket im Ausland zu kriegen. For English, press 4. Die Jungs hier sind wirklich sehr nett und hilfsbereit und sprechen auch gut Englisch. Die haben jetzt für uns angerufen hier bei DHL Bulgaria und haben jetzt geklärt, dass das Paket morgen abgeholt werden kann beim Lager von denen und haben uns auch gezeigt, wo das ist. Also das können wir hier wirklich empfehlen. Hier ist auch ein Camperladen, wo es wirklich jede Menge Zubehör gibt, wenn man hier irgendwie unterwegs mal was braucht. Wir haben sogar deutsche Gasflaschen gesehen zum Austausch. Ja, wir brauchen im Moment nichts, aber es ist ja gut zu wissen, wo man sowas mal kriegen kann. Einziger Nachteil ist, es ist halt ein bisschen weit außerhalb von Sofia und deswegen fahren wir jetzt zu einem anderen Stellplatz, von wo aus man mit der Metro in die Stadt kommen soll. Aber vorher haben wir auch noch ein paar Besorgungen zu machen, also es wird noch ein bisschen dauern, bis Sophia uns wirklich zu sehen bekommt oder wir Sophia. Doesn't make sense, but every cell in my body eats its protein. Oh, grass is only for cows and rabbits that don't know how to kill and conquer, to win and rule. Oh, it's what Die Leute im Praktika waren ziemlich missmutig und deshalb war das Einkaufserlebnis da nicht sehr schön. So, wir sind angekommen am neuen Stellplatz. Irgendwie dauert die ganze Einkauferei ja immer ewig. Also im Praktika, das war super nervig. Wir haben halt ein paar Teile gesucht, weil wir noch ein paar Sachen am ändern
reparieren und sonst was wollen. Das hat alles ewig gedauert. Und dann einmal quer durch Sofia, was halt auch ein bisschen dauert, und zum Lidl. Und jetzt haben wir aber hier einen Stellplatz. Das ist eigentlich so ein Garten von einem älteren Ehepaar, die das hier als Stellplatz vermieten. Und das sieht so ganz nett aus. Der Ivan, der das hier vermietet, der kam uns auch ganz freundlich entgegen. Und das ist doch schön, auch mal wieder ein bisschen Freundlichkeit zu erleben. Ja, jetzt gehen wir los in die Stadt. Bin schon gespannt, wie Sofia uns gefallen wird. Ja, und da hinten sind lauter schwarze Wolken. Ich hoffe, es wird uns jetzt nicht mit heftigem Regen begrüßen. Ja. Dafür sind wir nämlich jetzt gar nicht ausgerüstet. 10% is donated to clean our conscience, and it works out great. Eigentlich wollten wir jetzt so eine Free Walking Tour in Sofia machen, aber Es regnet oder es hat geregnet und wie? ja, es hat jetzt wirklich eine Stunde richtig Ja, geplatscht. Und dann haben wir eben auf diese Tour verzichtet, haben uns da hinten in eine kleine Bar geflüchtet und es uns gut gehen lassen. Und jetzt gehen wir mal auf eigene Faust einfach ein bisschen rum. wir hören ständig von Freunden und Verwandten, dass es in Deutschland heiß ist, dass die Sonne scheint, dass man den Regen erhofft. Und hier, ja, Hier habt ihr ihn, kommt hierher. ja, kommt ihr her oder nimmt ihn euch. I'm higher educated way. I am all my degrees, my masters say, look at me. Wir stehen hier vor der Sophienkirche. Das ist wohl die älteste Kirche der Stadt. Natürlich nicht die Mauern, die wir jetzt sehen, die wurden erst sehr viel später gebaut, aber innen drin ist ein Museum, wo man noch die Grundmauern der allerersten Kirche wohl sehen kann. Hat natürlich jetzt geschlossen, bis wir hier sind. Im Mittelalter war das hier Bischofssitz, war das eben eine wichtige Kirche. Die Leute sagten, wir gehen nach St. Sophia, wenn sie hier in die Stadt kamen. Der ursprüngliche Name der Stadt war eigentlich Serdica und dadurch wurde die Stadt dann Sophia. It's what I've learned at school. Wir stehen hier vor dem Wahrzeichen von Sofia, und zwar der Alexander-Nevsky-Kirche. Diese wurde den Soldaten geweiht, die im Kampf gegen die Türken ihr Leben verloren haben. Alexander Nevsky war ein orthodoxer Heiliger, der Namenspatron von Alexander dem Zaren war. Ja, wir waren jetzt noch essen. War jetzt nicht so ein Erlebnis, oder? Nee, das Bier war gut, aber das Essen hat leider nicht geschmeckt. Ich hatte einen vegetarischen Burger, der war total trocken. Und das Brot, naja, War auch gut. trocken. Ja. Ja. Und die Bedienung war auch ziemlich lustlos und am unfreundlich. Schluss war der richtig frech Ja. oder unfreundlich, hat uns die Rechnung da auf den Tisch geknallt. Ich meine, ich weiß nicht, ob er auf ein Trinkgeld gehofft hat. Aber in dem Moment das hätte vergebens. das hätte man ja hinterher hingelegt, Ja. meine ich. Ja. Aber das war frech. Ja. Also irgendwie hat uns Sophia jetzt auch noch nicht so richtig gepackt. Ich meine, das hat natürlich ein bisschen mit dem Wetter auch zu tun. Aber was sich eigentlich bei uns in Bulgarien auch so durchzieht, ist eigentlich, dass wir mit den Leuten nicht warm werden. Ja, Beziehungsweise, dass es auch total schwierig ist, ja, irgendwie in Kontakt zu kommen. Die sind total reserviert, die sind teilweise leben wir sie auch als sehr unfreundlich, Ja. lustlos, Ja. muffelig. Ja. Und ja, das verleidet uns das Ganze so ein bisschen. ja, Ne? wirklich. Ja, Schade. jetzt fahren wir erstmal nach Hause und Genau. dann sehen wir mal zu, dass wir morgen fahren wir nochmal nach Sophia reingeben, dem Ganzen noch mal eine Chance. Ja. Morgen soll das Und Wetter auch besser werden. Dann ist sowieso alles besser. Ja, jetzt geht's erstmal nach Hause. Ja. Zu Balu. Carbon dioxide. My conclusion is
Dobar den aus Sofia. Ja, die Sonne strahlt. Es sieht gleich ganz anders aus als gestern, wo wir uns ja so ein Ja. bisschen abgemeckert haben über dieses doofe Wetter hier im doofen Sofia. Jetzt ist auf einmal alles schön. Ja, es ist richtig warm und wie ihr seht, man kann draußen frühstücken. Genau, und es gab heute sogar frische Brötchen, weil der Lidl direkt nebenan ist. Und deswegen gab es jetzt mal wieder ein richtig deutsches Frühstück mit Brötchen und Marmelade und Ei. Ja, wir werden jetzt gleich mal losfahren, unser Päckchen holen. Wir hatten ja die Kartuschen für die Filter bestellt. Die wollen wir dann einbauen. Weiß nicht, heute, vielleicht morgen. Und dann wollen wir aber doch nochmal in die Stadt und die Sehenswürdigkeiten von Sofia anschauen. Gestern ist es ja ein bisschen kurz gekommen und diese Stadtführung ist ja für uns ins Wasser gefallen. Im wahrsten Sinne des Ja, Wortes. deswegen machen wir das heute nochmal. Genau. Und jetzt kommt nochmal der spannende Teil, wenn wir das Paket abholen müssen, ob das alles so klappt. Aber das werden wir dann sehen. Wir haben's. Es ist da. Die Kartuschen sind da. Mann. War auch richtig einfach. Also da saß eine junge Dame am Schalter. Im Hintergrund war eine Wand mit so Fächern mit den ganzen Paketen. Dann hatte ich ihr erst diese CE-Nummer gezeigt, damit konnte sie nichts anfangen. Dann hatte ich ihr das gezeigt, diese Sendungsverfolgung, die war ja auch dann auf Bulgarisch. Und dann hat sie gesagt, Caravanpark, ja, da. Und dann hat sie sich umgedreht, hat das Päckchen rausgezogen, dann musste ich noch unterschreiben und dann durfte ich es mitnehmen. Ohne Ausweis? Ohne Ausweis. I've been acting like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you. Always in bloom. Wir sind hier im Zentrum von Sofia. Das ist so der zentrale Platz, wo sich auch die Metrolinien alles kreuzen. Und hier ist auch das Zentrum der antiken Stadt offensichtlich gewesen. Und man hat hier, vermute beim U-Bahn-Bau, ich weiß es nicht ganz genau, diese ganzen antiken Mauern freigelegt. Wir konnten da eben eine Hypokaustenheizung bewundern und eben die ganzen Grundrisse. Und hier kann man lang gehen und sich das alles anschauen. Und gestern Abend waren wir ja schon im Tunnel von der U-Bahn und auch da ist ein großes Gelände vom antiken Serdica, wo man Grundmauern, Säulen, noch die Reste von einem Tor und sowas anschauen kann. Und ich finde, das ist wirklich sehr schön hier in die Stadt integriert. So many times I've stranded, a castaway, an unknown shore. Wir stehen jetzt hier am Historischen Museum. Das war früher das Zentralbad. Die Leute sind tatsächlich ganz früher, als sie noch keine Badezimmer hatten, einmal die Woche oder regelmäßig hier hingepilgert und haben hier ein Bad genommen. Auch heute kommt noch warmes Wasser hier aus dem Becken raus, und zwar mit 46 Grad. I'm always in bloom for you. Always in bloom. Always in bloom for you. An infatuated light. Wir stehen hier vor der Moschee. Das ist eines der wenigen Bauwerke, die aus der osmanischen Zeit noch über ist. Und ich habe extra mir was für den Kopf mitgebracht. Aber ich durfte jetzt trotzdem nicht rein. Die ist nur fürs Gebet geöffnet. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade Gebetszeit ist oder grundsätzlich. Das war jetzt nicht ganz klar. Jedenfalls, wir gucken es uns jetzt nur von außen an. It hurts me to be with you. I'm always in bloom. Hinter uns ist die städtische Markthalle, aber ein großer Bauzaun rum, wegen Renovierung geschlossen. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir da jetzt für Mittag mal reingehen und gucken, ob es da irgendeine Kleinigkeit gibt für den kleinen Hunger. Ja,
da wird wohl nichts draus. Jetzt schauen wir uns mal um, ob wir woanders was bekommen, womit wir unsere Mägen füllen können. Das war jetzt mal eine richtig gute Wahl, das Restaurant. Das ist ein vegetarisches Restaurant. Es gab ein Buffet und das Essen wurde dann nach Gewicht bezahlt. War alles super lecker. Und im Vergleich zu dem, was wir gestern hatten, wo es uns ja nicht so gut geschmeckt hat, war es wirklich toll hier. Und die Leute waren auch sehr, sehr freundlich. Die Alexander-Newski-Kathedrale konnten wir jetzt heute auch von innen besichtigen. Leider können wir euch keine Videoaufnahmen mitbringen, weil die Videoerlaubnis 15 € kostet und das wollten wir dann doch nicht investieren. Die Kirche ist natürlich super prachtvoll innen mit Marmor, Alabaster, Onyx, ein riesiger Kreuzkuppelbau mit Thron des Zaren, mit Thron des Patriarchen und so weiter. Was aber fast noch interessanter war, hier sind gerade noch mehrere Busse angekommen, offensichtlich mit orthodoxen Gläubigen. Das ist ein polnischer und ein serbischer Bus, haben wir gesehen. Und die gehen alle dahin und küssen diese ganzen Ikonen. Also die stehen da ganz ehrfürchtig und stellen sich dann in der Schlange an, um dann der Reihe nach die Ikonen zu küssen und das Reliquienkästchen und so. Das ist schon für uns sehr interessant zu sehen. Das hier ist tatsächlich die älteste erhaltene Kirche und ich glaube überhaupt das älteste erhaltene Bauwerk in Sofia. Das ist die St. Georg-Rotunde und die stammt aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Ist also wirklich richtig, richtig alt. Hat natürlich eine wechselvolle Geschichte hinter sich, aber es ist wirklich ein Wunder, dass sie es bis heute geschafft hat, hier stehen zu bleiben. Steht hier übrigens mitten im Hof, rundum umgeben von diesen ganzen sozialistischen Prachtbauten, Ministerien und ich weiß nicht was. Schön war es in Sofia heute. Im Gegensatz zu gestern hat uns es viel besser gefallen. Was so ein bisschen Sonnenschein ausmacht. Ja, also absolut. Ja, ja. Und ich fand wirklich Sofia heute richtig schön. Ja, ja, hat uns gut gefallen. Und jetzt sind wir zurück, haben uns schon mal ein bisschen hier ausgeruht vom strapaziösen Sightseeing, ne? Ja, was gegessen. Und jetzt müssen wir uns ja mal um unser Paket kümmern, was wir heute Morgen abgeholt haben, gell? Ja. Das machen wir jetzt mal auf. Das sind unsere Ersatzkartuschen für die Wasserfilter. Wir haben ja von Riva die Wasserfilter. Wie und warum wir die verbaut haben, haben wir schon mal ein Video drüber gemacht. Das verlinken wir gerne hier. Könnt ihr noch mal reinschauen. Und ja, die haben wir uns jetzt hier nach Bulgarien schicken lassen. Das ging wirklich innerhalb von einer Woche. Hat also gut geklappt. Wir hatten ja ein bisschen Befürchtungen. Und es ist jetzt auch dringend, dass wir die austauschen, denn es kommt kaum noch Wasser bei uns auf dem Hahn. Das können wir euch gleich mal zeigen, wie das aussieht. So sieht das im Moment aus. Da kommt also fast nichts mehr durch. So, den Nanofilter haben wir jetzt schon mal ausgebaut und da haben wir die Kartusche gewechselt. Und jetzt versuche ich noch den Aktivkohlefilter, dass ich den nicht ausbauen muss, sondern möglichst hier wechseln kann, weil das ist bei uns ja relativ eng hier unter der Spüle und ich wäre froh, wenn ich die Halterung nicht auch noch aufmachen und wieder zuschrauben muss. So, halbe Stunde später oder so und unser Wasser läuft wieder.
Heute trennen sich Markus und meine Wege. Für mich geht es jetzt nochmal nach Sofia Reim, weil ich möchte gerne noch ins Museum und mir die Thraker-Schätze angucken. Und Markus ist ja jetzt nicht so der Museumsgänger, deswegen bleibt er hier am Platz. Hier ist es ja auch schön, kann noch ein bisschen was an Balurum basteln. Da gibt es ja immer das ein oder andere zu tun und sich hier einen entspannten Tag machen. Ja, und drückt mir die Daumen, dass das Wetter hält. Es ist schon wieder etwas wolkig und zugezogen, soll aber erst heute Nachmittag regnen. Also ich hoffe, dass ich trocken wieder zurückkomme. So, angekommen in der Stadt. Und jetzt wieder in der zentralen U-Bahn-Station Serdica. Und jetzt geht es erstmal wieder hoch ans Tageslicht. Diese Rolltreppen sind echt immer urlang, aber irgendwann kommt man dann oben an. Irgendwie schon ein bisschen weird, wenn ich alleine unterwegs bin und mich dann hier filme und in die Kamera quatsche. Wenn man zu zweit ist, ist es irgendwie nochmal was anderes. Jetzt geht es hier nochmal durchs unterirdische antike Serdica. Der Vorteil, wenn man den 3. Tag in der Stadt ist, dass man sich so ein bisschen auskennt und nicht die Wege noch alle suchen muss. Ja, hier unten sind die Mauern und nach oben ist so ein Glasdach zur Straße, dass man sowohl von oben reingucken kann, als auch jetzt hier so die Verbindung zur neueren Stadt da oben hat. Und das finde ich eigentlich sehr gut gemacht. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill. Wieder am Tageslicht. Da drüben ist das Archäologische Museum. Das ist auch eine ehemalige Moschee, die aber heute eben nicht mehr als Moschee dient, sondern zum Museum umgebaut wurde. Liegt direkt gegenüber vom Präsidentenpalast, wo diese fancy gekleideten Wachen davor stehen. Und jetzt gehen wir mal da rein, oder ich gehe da mal rein. Ich nehme euch mit. Ich vermute aber, dass man drinnen keine Fotoaufnahmen machen darf oder Filmaufnahmen. Da muss ich euch halt erzählen, was da passiert. Aber jetzt muss ich erstmal aufpassen, dass ich hier nicht überfahren werde. Lost in an endless maze, the emptiness had unfolded, just like a void. But you broke the coldness somehow and lit up a flame. Ooh, I was done feeling hopeless, screamed out loud because it felt impossible. Das Museum ist gar nicht so groß, aber es ist wirklich wunderschön. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also diese thrakischen Schätze, auch diese Abteilung über die Frühgeschichte mit diesen schönen Gefäßen und auch noch so ein paar andere spezielle Sachen habe ich gesehen. Ich habe ein paar Aufnahmen mitgebracht. Man durfte tatsächlich fotografieren. Und ich muss sagen, das Personal hier am Eingang war auch super, super freundlich und nett. Jetzt habe ich gerade hier noch den Rest vom Wachwechsel von den Wachen mitgekriegt. Ist jetzt nicht ganz so stylisch, wie das in Athen war. Das könnt ihr übrigens in unserem Athen-Video nachgucken. Verlinken wir gerne hier nochmal. Die haben ja auch da ein sehr schönes Ritual für den Wachwechsel vorm Präsidentenpalast. Zeit für einen kleinen Mittagssnack. Ich habe mir jetzt hier ein Banica geholt. Das ist ein typisch bulgarisches Gebäck mit Käse und Butter. Gab es irgendwie in verschiedenen Formen, länglich, als Schnecke, Quadrat, Dreieck. Ansonsten konnte ich keine Unterschiede ausmachen. Ich habe mich jetzt für die Schneckenform entschieden. Und guck mal, wie es ist. Doch, kann man essen. Nach der kleinen Stärkung geht es jetzt weiter und ich nutze die Gelegenheit, dass der Museumsmuffel Markus nicht dabei ist und werde jetzt nochmal das Historische Museum von Sofia besuchen, was ja hier in diesem wunderschönen alten Gebäude ist. Das ehemalige Zentralbad der Stadt Sofia hatten wir ja gestern schon mal gezeigt und da geht es jetzt rein. In your arms of gold. In your arms of gold. It's funny how easily a life can be torn apart. Why couldn't
Das Historische Museum war auch ganz nett. Ich fand allerdings, es war ein bisschen viel Fokus so auf 18. und 19. Jahrhundert, wo hier die Monarchie eingeführt haben und es allen wieder gut ging. Und die Zeit davor wurde doch ein bisschen kurz abgehandelt, wo sie sich doch damit rühmen, dass Sofia eine der ältesten Städte Europas ist. Ja, und ich denke, jetzt reicht es auch. Ihr merkt schon, es fängt an zu wehen. Ich vermute mal, es könnte auch gleich noch ein Guss kommen. Ich werde mich jetzt auf den Weg zurück zu Markus und Baloo machen. Die Leute waren sehr unfreundlich und und die Leute waren unfreundlich. Wir haben sogar deutsche Gasflaschen zu. Und was soll ich jetzt sagen?